Die Ruine der kleinen Kirche mit den Ausmaßen 26 mal 10 Meter liegt 200 Meter südwestlich des Uhlberggipfels. Die Bezeichnung des Berges steht für Eulenberg. Der eigentliche Name der Wallfahrtskapelle war Marienkapelle. Die Kapelle wurde im 15. Jahrhundert durch den Deutschen Orden errichtet oder besser wiedererrichtet. Heute noch erhalten sind die Mauern von Kirchenschiff und Chor, die beeindruckende Apsis mit den Bogenfenstern und die Grundmauern eines Anbaus. Maria war die Schutzpatronin des Deutschen Ordens. So enthielt die Kirche unter anderem einen Marienbildstock. 1466 wurde die Wallfahrt zur Kapelle zu bestimmten Zeiten durch einen Ablassbrief des Papstes anerkannt. Auf dem Uhlberg haben Menschen schon in der Vorzeit gesiedelt. Bewiesen wird dies zum Beispiel durch eine nun nicht mehr zugängliche Höhle mit prähistorischen Funden. In historischen Karten ist ein Tempel und ein Brunnen nahe der Kapellenruine verzeichnet. Eine ehemalige Kultstätte keltischen oder germanischen Ursprungs kann damit als gesichert angenommen werden. Andere Quellen bringen die Kapelle in Verbindung mit einem Kloster und einer Siedlung aus dem 12. Jahrhundert, woraus in Verbindung mit dem Namen des Klosterstifters Ulrich von Rechenberg wohl der Name St. Ulrich-Kapelle entstand. Teile des Klosters und die Siedlung selbst waren im 14. Jahrhundert schon im Dunkel der Geschichte versunken, als im Bauernkrieg der noch genutzte Rest des Klosters und die Kapelle geplündert und verwüstet wurde. Einer Sage nach sollen die noch verbliebenen Nonnen, vorgewarnt durch die Plünderung des nahegelegenen Klosters in Zimmern, die Kirchenschätze in einem Gewölbe versteckt und die Kirchenglocke in einem nahegelegenen Weiher versenkt haben. Der Uhlberg wird als Durchgangspunkt astronomischer und mystischer Kraftlinien genannt, was ebenfalls auf vorgeschichtliche Bauten hinweist und zu weiteren Legenden führt. So soll es zum Beispiel in der Ruine spuken. Besonders häufig wird von einer weißen Frau berichtet, die bei Vollmond in der Ruine umgehen soll. Auch eine christliche Sekte, die im 18. Jahrhundert in der Ruine Versammlungen abhielt, trägt zu den Geschichten und Erzählungen bei, die auch heute noch von schwarzen Messen, Opferritualen und Versammlungen bei Nacht in der Kapellenruine berichten. Nach der Verwüstung im Bauernkrieg und einer Restaurierung um 1629 erfolgten mehrfache Beschädigungen und Plünderungen im Dreißigjährigen Krieg. Bis zum 18. Jahrhundert war die Kapelle weiterhin Wallfahrtsort, dann kam das Ende der Nutzung mit der Säkularisation. Noch vorhandenes Inventar wurde auf umliegende Kirchenbesitztümer verteilt. Auf dem ehemaligen Gelände von Tempel, Kloster und Siedlung wurde dann ein Forsthaus errichtet. Grundmauern und eine Art Ringwall sind noch im Gelände erkennbar. Heute ist in der Nähe ein kleiner Rastplatz. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs versteckten sich Nationalsozialisten in dem Forsthaus, die bei Kriegsende von US-Soldaten gefangen genommen wurden.
Das Forsthaus wurde später Opfer von Vandalismus und musste abgerissen werden. Der Vandalismus einiger Mitmenschen macht leider auch nicht vor der Kapellenruine Halt, wie Beschädigungen und Schmierereien zeigen. Hier die Bitte an alle Besucher, dieses Stück Geschichte zu erhalten. Der Vorschlag zu einer Wanderung zur Ulbergkapelle ist verlinkt. Auch ohne weiße Frau ist etwas Aufmerksamkeit beim Wandern geboten. Durch viele im Wald um die Kapelle verlaufende Forstwege, die alle ähnlich aussehen und wenig Beschilderung, haben sich schon Wanderer verlaufen und fanden ohne Hilfe von außen nicht mehr zurück zu ihrem Ausgangspunkt.